Der größte Unterschied zwischen den T100-Rennen und den Langdistanzrennen ist die Startzeit. Und ja, also die meisten Langdistanzrennen starten ja super früh am Morgen für uns Profis, irgendwas zwischen 6:15 Uhr, 6:30 Uhr. Das ist tatsächlich eher einfach für die Verpflegung, weil man ein kleines Frühstück isst und dann geht es schon in die Race-Verpflegung über. Die T100-Rennen, die starten in der Regel eher am späten Nachmittag und das ist was komplett Ungewohntes für mich. Das heißt, da habe ich ja den gesamten Tag, wo ich mich eigentlich noch verpflegen muss, wo ich normale Mahlzeiten essen muss und das ist ja eher eine Herausforderung, da die richtigen Sachen noch zu essen, dass man die eben dann im Rennverlauf nicht irgendwie negativ zu spüren bekommt. Die Verpflegung im Rennen selbst ist dann eigentlich die gleiche, außer dass ich natürlich im Endeffekt weniger mitnehmen muss, weil die Distanz deutlich kürzer ist. Aber die Produkte, auf die ich zurückgreife, das sind genau die gleichen und der große Unterschied ist eigentlich eher die Verpflegung davor. Die Verpflegung während dem Wettkampf ist dann völlig distanzunabhängig die gleiche. Da greife ich einfach auf das Race Carb zurück. Das habe ich beim Radfahren in meiner Aeroflasche und beim Laufen in kleinen Fläschchen, die ich einfach in meinem Anzug mitnehmen kann. Das wiege ich mir vorher aus, damit ich einfach genau weiß, wie viel Gramm ich in meiner Flasche habe. Das ist natürlich für einen Ironman deutlich mehr als jetzt für eine T100-Distanz. Aber im Endeffekt, was sich verändert, ist eigentlich nur, dass ich beim T100-Rennen ja unter 2 Stunden Rad fahre. Das heißt, da habe ich einfach noch mehr Platz in meiner Aeroflasche, um das Race Carb mit Wasser aufzufüllen, was ich dann auch mache. Dann habe ich da einfach noch mal ein bisschen flüssigeres Mischverhältnis und weiß trotzdem, okay, ich möchte diese gesamte Flasche während dem Radfahren konsumieren. Und wenn ich das getan habe, dann habe ich genügend Kohlenhydrate zu mir genommen, um dann aufs Laufen zu gehen. Und beim Laufen ist es einfach so, dass ich ja beim T100-Rennen einfach eine Flasche habe, wo ich jetzt für die 18 Kilometer oder für einen Halbmarathon bei der Mitteldistanz einfach auch nur eine Flasche brauche. Und ja, bei der Langdistanz wären es einfach 2. Da würde ich eine bei den Special Needs abgeben und auf die dann eben nach dem Halbmarathon zurückgreifen. Ich versuche in den Rennen, unabhängig auch von der Distanz, eigentlich ungefähr 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu mir zu nehmen. Das ist was sehr Individuelles, was man auf jeden Fall trainieren muss. Das heißt, diese Empfehlung, die gilt wirklich jetzt für mich. Ich trainiere sehr viel, vor allem auch mit dem Race Carb, mit hochkonzentrierten Kohlenhydraten und bereite meinen Magen-Darm-Trakt darauf vor, dass er das auch wirklich umsetzen kann und ich keine Verdauungsbeschwerden bekomme. Das heißt, das ist wirklich auch ein Tipp von mir an euch, dass ihr das als festen Bestandteil in eure Trainingseinheiten einbaut und euch da langsam rantastet und ja, für euch rausfindet, was eine gute Menge an Kohlenhydraten ist, die ihr wirklich umsetzen könnt, mit der ihr euch gut fühlt und einfach auch im Rennen halt das Beste rausholen könnt. Während dem Schwimmen kann ich mich ja nicht verpflegen, das heißt, mit dem Aufstieg aufs Rad beginnt bei mir eigentlich die Verpflegung auch mit dem Race Carb. Und da lege ich direkt los, also sobald ich irgendwie meine Schuhe angezogen habe und in irgendwie einigermaßen Fahrt aufgenommen habe, nehme ich den ersten Schluck Race Carb aus meiner Aeroflasche im Rahmen. Da mache ich das wirklich hochkonzentriert rein. Beim Ironman bleibt da nicht mehr viel Platz, um es noch mit Wasser aufzufüllen. Bei dem T100-Rennen wäre da jetzt noch mehr Platz drin. Das heißt, das fülle ich dann einfach mit Wasser auf, schüttel es gut durch, dann wird es auch ein bisschen flüssiger und kommt leichter aus der Flasche raus. Und das Verpflegungsintervall, zu dem ich mich sozusagen zwinge, ist irgendwas zwischen 10 und 15 Minuten. Ich habe da allerdings auch über die Zeit ein sehr gutes Körpergefühl für entwickelt. Das heißt, ich habe eigentlich schon so eine innere Uhr, die mir immer sagt, okay, jetzt Flasche nehmen, guten Schluck aus der Flasche und dann mit Wasser nachspülen. Ist beim Radfahren, würde ich sagen, relativ einfach, weil ich da eigentlich alles an Bord habe. Gerade auch bei einem T100-Rennen habe ich mittlerweile durch mein Trinksystem im Canyonrad
unter Umständen 2 Flaschen noch dabei und die Aero-Flasche, eigentlich auch alles an Flüssigkeit an Bord, was ich brauche, weil die Rennen sind halt auch so schnell teilweise, dass es unmöglich ist, Flaschen von außen aufzunehmen. Bei einem Ironman ist es natürlich anders, da muss ich auf jeden Fall auch an den Aid Stations auf Flüssigkeit zurückgreifen, die ich von außen bekomme. Das heißt, da greife ich einfach auf Wasserflaschen zurück und genau, fülle dann mein Trinksystem damit wieder auf und so weiter. Beim Laufen greife ich wieder auf die kleinen Lauffläschchen zurück, die ich mit Race Carb fülle. Da ist eine Flasche eben ungefähr mit ein bisschen Wasser aufgefüllt, ein Halbmarathon bei mir. Und das Verpflegungsintervall, was ich da mache, ist ungefähr alle 2 bis 3 Kilometer, auch ein bisschen nach Gefühl. Das Gute an dem Race Carb ist einfach, dass selbst wenn einem mal zum Beispiel schlecht ist, man auch mal ein bisschen Zeit vergehen lassen kann, bis sich irgendwie der Magen wieder sortiert hat. Und mit dem Moment, dass man das nimmt, man auch eigentlich wirklich fast direkt die Energie spürt. Also es ist sehr schnell verfügbare Energie und darauf verlasse ich mich eben auch ein Stück weit, dass ich auch mal eine kleine Pause einlegen kann, wenn es mir irgendwie schlecht geht. Und mit dem Moment, dass ich wieder anfange, was zu nehmen, bekomme ich aber auch das direkt zu spüren. Und ich nutze eigentlich bei den meisten Rennen so die Abstände der Verpflegungsstellen, um mich auch zu verpflegen. Also einen kleinen Schluck aus der Flasche und an der Verpflegungsstelle wieder mit Wasser nachspülen. Das ist für mich so ein guter Rhythmus, der sich einfach bewährt hat bei egal welcher Renndistanz und genau, mit dem ich sehr gut fahre. Also ich glaube, es ist super wichtig, dass man die Ernährung wirklich als ganz festen Bestandteil von seinem Wettkampf sieht und eigentlich auch sich wirklich Intervalle vornimmt, in denen man sich verpflegt, also zum Beispiel alle 10 Minuten, alle 15 Minuten, einfach so ein bisschen für sich rausfinden, was da gut funktioniert, im Training rausfinden im Idealfall, nicht den Wettkampf dafür nutzen, sondern da sollte das eigentlich schon eingespielt sein. Und ich kenne das natürlich auch, dass man zum Beispiel in einem Wettkampf überhaupt keine Lust mehr auf was Süßes hat und eigentlich irgendwie nichts mehr davon zu sich nehmen möchte. Und ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Wenn es jetzt einfach nur so ein, ich habe keinen Bock mehr auf das Süße, da zwinge ich mich einfach tatsächlich, das durchzuziehen, weil ich einfach weiß, wie wichtig das für den Verlauf meines Wettkampfes ist. Und je besser ich mich eben auf dem Rad verpflege, umso eher kann ich dann auch mal zum Beispiel mir kleine Pausen beim Laufen gönnen von der Verpflegung. Also da ist es natürlich herausfordernder, sich zu verpflegen, einfach durch die Erschütterung, die der Magen-Darm-Trakt erfährt beim Laufen. Und wenn ich mich aber top verpflegt habe, schon beim Radfahren, dann kann es eben auch sein, dass ich beim Laufen mit ein bisschen weniger zurechtkomme. Und dieses Spiel muss man einfach für sich selbst so ein bisschen herausfinden, aber sich da einfach auch mental nicht zu viele Schlupflöcher gewähren. Es ist einfach essentiell, sich gut zu verpflegen, in einem kurzen Zeitintervall immer wieder nachzuschieben, weil man natürlich sonst, wenn man eben gerade mit so schnell verfügbaren Kohlenhydraten arbeitet, auch sehr schnell einen massiven Blutzuckerspiegelabfall haben kann und dann in den Unterzucker kommt, sich unter Umständen extrem schlecht fühlt, das Tempo massiv reduzieren muss. Das heißt, indem ich immer wieder nachschiebe, versuche ich den ja sozusagen konstant auch hochzuhalten, damit ich einfach maximal Energie raushauen kann. Ich habe natürlich auch schon meine Verpflegung in Wettkämpfen verloren. Das kann passieren, ist super ärgerlich, vor allem wenn es vielleicht früh in einem Rennen ist. Aber da ist es einfach super wichtig, für sich auch einen Plan B zu haben, sich damit schon mal mental beschäftigt zu haben, was mache ich, wenn ich meine Verpflegung verliere. Es ist definitiv nicht so, dass euer Rennen dann vorbei ist, sondern es ist zum Glück ja so, dass wir im Triathlon eben auch die Verpflegungsstellen haben, wo uns von dem Veranstalter auch noch eine alternative Verpflegung angeboten wird. Da gibt es eigentlich immer Gels, es gibt immer ein ISO-Getränk und auch sogar Riegel. Und das wäre im Endeffekt dann ein Stück weit auch mein Plan B. Also bei einem Ironman ist es so, dass ich in den Special Needs, man kann ja immer noch so einen Beutel abgeben, wo man nochmal was Individuelles reinpackt und was man meistens nach ungefähr 90 Kilometern auf dem Rad bekommt. Das heißt, wenn ihr eure Radflasche, also die Verpflegungsflasche auf den ersten 90 verloren habt, würde ich definitiv bei 90 anhalten, mir meinen Beutel holen, meine Flasche mit Race Carb da rausnehmen und dann habe ich die wieder für die zweiten 90 und bis dahin würde ich auf die Verpflegung vom Rennveranstalter zurückgreifen. Ich mache mir tatsächlich auch die Mühe, dass ich mich immer im Vorfeld erkundige, mit welcher Firma der Rennveranstalter zusammenarbeitet, damit ich ungefähr weiß, welche Produkte mich da erwarten.
Und ich habe das auch schon bei großen Rennen von mir gehabt, dass ich eben auf die Verpflegung des Rennveranstalters zurückgreifen musste, weil ich meine nicht bekommen habe oder verloren habe. Und ja, deswegen ist es wichtig, dass ihr wisst, was ihr da bekommt, und sollte das etwas sein, wo ihr einfach wisst, da kriegt ihr massive Probleme von. Häufig ist es halt, wenn zu viel Konservierungsstoffe, irgendwelche Geschmacksstoffe und so weiter oder vielleicht auch zu viel Fructose in den Produkten drin ist, dann müsst ihr da natürlich vorsichtig sein. Aber mein Tipp wäre auf jeden Fall, greift darauf zurück, statt gar nichts zu nehmen. Wenn ihr mehr zum Thema Race-Verpflegung erfahren möchtet, bekommt ihr diese Woche super viele Infos darüber auf den Kanälen von Ministry, von mir, aber auch von meinen Profikollegen Florian Angert, Mika Noth und Rico Bogen. Also schaut bei Ministry vorbei, damit ihr nichts verpasst.